think 125 years is the blink of an eye. In terms of where we are in the history of mankind, it's just a few generations. Ich realisiere gerade, das ist wenig mehr als doppelt so viel, wie ich alt bin jetzt. Ich bin nämlich gerade 60 geworden oder 25. Oh, gut, also springlebendig. Wir haben Künstlerinnen und Künstler, die uns seit Jahrzehnten verbunden sind, wie Paulini, Zimmermann und Martha Argerich, just die Hälfte dieser 125 Jahre. Wir feiern unsere Vergangenheit, aber wir feiern auch ein Versprechen an die Zukunft. Die Deutsche Grammophon war schon immer und ist immer noch das wichtigste Label auf diesem Planeten. Deutsche Grammophon was, the highest level, always has been, and I'm just happy to be in the building. Wer arbeitet bei der Deutschen Grammophon? Gute Frage. Am Ende des Tages sind wir alle Musikliebhaber. $125 is a big number, and I don't think I've ever said 125th birthday before. Deutsche Grammophon has shared music with the broadest range of populations around the world. It's putting things down for eternity. It's giving us the journey through time, culture, and emotion. A heaven for the arts, a home for us artists. Happy birthday, Deutsche Grammophon. I'm happy to be a part of the family. Feliz cumpleaños! Wir befinden uns hier im Herzstück der Deutschen Grammophon, wo tatsächlich rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle miteinander dazu beitragen, dass die künstlerischen Produktionen erfolgreich werden, dass sie mit ihren wunderbaren Aufnahmen und Projekten durchdringen. Eine Marke, die 125 Jahre alt ist und so in der Jetztzeit angekommen ist und so stark scheint und strahlt, da würden sich, glaube ich, viele Brandmanager danach sehnen, so etwas zu haben. The first thing that anybody thinks of is this gorgeous yellow cartouche. There was a kind of sheen to it. There was a sort of luxury about it. You just kind of thought, well, this has got to be good. Diese gelbe Kartusche der Deutschen Grammophon, das ist untrennbar mit meiner Kindheit verbunden. I went to my mom and I asked her what that was, and she told me that this was the cartouche of Deutsche Grammophon. And apparently I replied, well, then one day I want to record with them. Die Geschichte der Plattenindustrie allgemein und der Deutschen Grammophon insbesondere ist ein Krimi, ein Fantasy-Science-Fiction-Roman, ein Romantic-Movie und eine Comedy. Alles in einem. Deutsche Grammophon ist, um es etwas zugespitzt auszudrücken, vielleicht eher sogar als Technologieunternehmen gestartet, 1898, denn als Kreativ- und Inhalteunternehmen, was daran lag, dass unser Gründer Emil Berliner gleichzeitig auch der Erfinder des Grammophons war, Technologie, die sich hatte patentieren lassen und dann die künstlerischen Produktionen nachfolgten. Das Faszinierende an ihm, an Emil, ist, dass er die Vision hatte, dass seine Erfindung mal ein Massenmedium wird und sowas wird wie die Musikindustrie.
If one's going to follow the route of the whole record industry right back to the sort of seed, they nearly all actually spring from, Emil Berliner's vision. Ich möchte Sie zunächst herzlich willkommen heißen, Ihnen danken, dass Sie heute Abend hier erschienen sind. Zweck der Übung soll also sein, ein ganz zwangloses Gespräch über alte Erinnerungen. 1956, im Januar, Februar haben Pensionärsgespräche stattgefunden. Es gab Bier, es gab Brötchen und jeweils der Geschäftsführer, der Anwesende, hat durch den Abend moderiert, hat Fragen gestellt und hat jeden, der wollte, erzählen lassen. Ist denn jemand unter uns, der 98 schon tätig gewesen ist? Niemand hier. Ich habe angefangen am 30. März 1900. Die Belegschaft war mit 45 Mann belegt. Wir arbeiten jeden Tag 12 Stunden, so viel war zu tun. Außerdem war ein Engländer da, denn es hieß immer, die Engländer wollten nicht glauben, ich glaube, hier ist dass wir so viel zu tun hätten, nicht? Ja, also wer da spricht, ist Herr Söfker. Das muss eine ganze Dynastie gewesen sein. Es gibt mindestens 4 Söfkers, die bei der Deutschen Grammophon gearbeitet haben. Und er redet dann von einem Mr. Hyde. Und das ist genau die Situation. Die Deutsche Grammophon ab 1900 war englische Gesellschaft. Und die haben natürlich einen Controller nach Hannover geschickt. Wie viele Platten wurden etwa so in den Jahren 1910, 12 gepresst? Da haben wir schon, ich weiß, in der Weihnachtszeit 36.000 Platten pro Tag gepresst. Vielleicht können wir die Preisfrage mal, soweit unsere Erinnerungen reichen, auch rückwärts verfolgen. 12,50 Mark. Na, das war schon später. Nein, dies waren noch die ersten. 12,50 Mark, die 30 Zentimeter. Herr Doktor, ich kann inzwischen noch da einschalten, dass auch noch die Tamagno-Platte da war. Ja. Das war die Und die kostet 20 Mark. Ja, das war die Luxusklasse. Hat jemand nur Erinnerungen so an bestverkäuflichsten Platten so aus den ersten Zeiten? Wissen Sie, als Presser, Herr Wehrmann, sicher vieles zu erzählen? Das war die 054-070. Das war das Caruso-Duell. Ein Sechstritt. 054-070 war die Macht des Schicksals. Ja. Wenn man Musik hören wollte um 1900, musste man zur Musik hin. Ins Konzert, in die Kirche oder selbst Musik machen. Ansonsten konnte man keine Musik hören. Und plötzlich gibt es die Möglichkeit, dass man überall auf der Welt Musik hören kann. Ich würde gerne mich mal zurückversetzen in diese Zeit, um dieses Aha-Erlebnis zu erleben, was es sein muss, plötzlich vor so einem Grammophon zu sitzen. Und da kommt Caruso raus. Berliner sent Fred Geisberg, who started signing artists. He had a really acute nose for what would sell. And I mean, one of his biggest sellers was Enrico Caruso. They sold thousands and thousands of recordings of Caruso. This is one song. Really amazing. And it's heavy. Like his voice, it has some weight to it. It's actually like hearing him sing in your room. That's the thing about these old gramophone machines. It's really powerful, the resonance that they carry, and it's very realistic. Interesting, he takes this F sharp completely open, and you have this sense of vulnerability when he does that. And I think it's really just like a very colorful way of connecting this baci langui. You know, this. You really feel that he wants this kiss from Tosca. Caruso worked with Giordano and Puccini and all these people. I mean, this is the real way to connect to the way that these composers wanted their music to sound. Amazing. I think Puccini regretted not having him do the debut, that's for sure. But this, I
You can only imagine the whole walls shaking in on you, or even on a Victrola. You have this sense of emotion it's not about bel canto, not about perfect. It's about conveying emotion and pain and suffering and longing in this case. Oh, I feel it. 100%. You can get an enormous amount of pleasure from recordings that go back. I mean, I don't know, the Nickisch Beethoven 5, 1913. Actually, it's amazing how vivid and how that can still speak to us, 120 years later. I love to listen to those great historic recordings because this brings you closer to the tradition. It certainly put more pressure when you know about it, but overall, if you look at it, this is a great plus. Ich werde nie vergessen, als ich einige kurze Werke von Fritz Kreisler einspielen wollte, haben wir Aufnahmen von Kreisler gehört. Und allein zu lernen, dass das eine ganz müde Melancholie ist und dass es doch sehr viel schlichter, aber so ganz zurückgelehnt und aus der Betrachtungsweise der Vergangenheit gespielt ist. Das ist ein Schatz, den wir gar nicht hoch genug einordnen können. Die Gleichzeitigkeit von Musikerlebnissen, die aus dem unendlichen Katalog der Deutschen Grammophon stammen und die aus wirklich brandaktuellen Aufnahmen stammen, das ist schon frappierend. Für uns ist ein Jubiläum der Blick nach vorne. Unsere Vergangenheit als Label atmet und lebt mit uns in unserem täglichen Tun. Und das motiviert uns, an unserer Zukunft zu arbeiten.